Servus, ich bin der Stefan. Ich bin im Qualitätsmanagement bei der Imtron, sprich den Eigenmarken von MediaMarkt Saturn. Und ich bin Experience Champion, weil nach dem Reisen die gesetzliche Produktkonformität und Qualität die größte Leidenschaft in meinem Leben ist. Mein normaler Arbeitsalltag fängt eigentlich so um 20 vor 7 im Büro an. Ich bin ein leidenschaftlicher Frühaufsteher. Ja, check meine E-Mail, schau, was reingekommen ist. Ich arbeite viel mit Asien auch zusammen. Da macht natürlich das Frühaufstehen Sinn. Mein Arbeitsalltag besteht letztendlich einmal aus der Prüfung der gesetzlichen Konformität, was ein sehr wichtiger Aspekt ist. Ich den direkten Vergleich, wie schauen die Pommes dann entsprechend aus. Das waren jetzt hier insgesamt 4 verschiedene Modelle. Und entsprechend wird dann halt dokumentiert, in dem Fall 400 Gramm tiefgefroren, dünne Pommes. Ich arbeite gerne mit Stefan zusammen, weil er einfach unfassbar viel Wissen hat, von dem wir alle lernen oder von dem ich sehr viel lernen kann. Es ist nie schwierig, es ist immer ein sehr kollegiales und nettes Miteinander. Wir sind auch regelmäßig weltweit bei den Lieferanten vor Ort in den Fabriken, treffen uns mit den Lieferanten, besprechen mit denen auch gesetzliche Konformität, prüfen die Fabriken auf Qualitätsstandards. Wir prüfen aber auch selber die Produkte. Das heißt, ein Teil meiner Arbeit ist auch, dass ich tatsächlich zum Beispiel in der Küche stehe und haben tatsächlich hands-on, also so einen Look-and-Feel-Test nennen wir das. Das heißt, eine endkundenorientierte Prüfung der Produkte. Wir dürfen, wie gesagt, Produkte auch mit heimnehmen zum Testen. Das ist auch mit gewünscht. Ich mache das auch recht gern, weil es halt einfach eine Möglichkeit ist, dass wir neue Sachen mal ausprobieren und dass es halt im Haushalt getestet wird. Also klar, wir machen unsere standardisierten Tests, aber das ist jetzt schon endkundenorientiert, aber es ist halt nicht die Haushaltsnutzung, dass wir 5 Kilo Pommes hintereinander machen. Halt der normale Use Case, wie dann der Endkunde auch macht. Also ins QM gekommen bin ich, glaube eher durch Zufall tatsächlich. Ich habe hier in Ingolstadt studiert, an der WFI. Und ich wollte ursprünglich in die Logistik gehen, habe mich da auf eine Werkstudentenstelle beworben. Die war dann aber schon vergeben und dann hat man mir einen Job im QM angeboten als Werkstudent. Ja, und so bin ich eigentlich hängen geblieben, tatsächlich. Unterschiedlich, also ich gehe oft zum Sport, aber ansonsten ist der klassische Abend eigentlich dann eher für mich ein bisschen Reiseplanung und Recherche. Also ich mache es halt einfach gerne, also unabhängig davon, ob man Zeit hat oder ob das Land überhaupt relevant ist in die nächsten 1-2 Jahre. Wenn ich was Interessantes sehe, ich lese mir halt Reiseberichte durch, recherchiere zum Teil Flugrouten, einfach weil es mich interessiert und weil ich halt Bock drauf habe, da Logistik zu planen, die dahinter steckt. Also wir kochen auf Reisen tatsächlich relativ selten, wir gehen dann mehr essen, halt dann immer landestypisch, je nachdem, was es halt gibt. Aber prinzipiell geht Kochen und Reisen definitiv gut zusammen.